Hallo, mein Name ist Ouattara und in diesem Video werde ich dir erklären, was das Wheel of Life ist, das Rad des Lebens und wie du es für dich nutzen kannst, um in deinem Leben glücklicher und erfolgreicher zu sein. Gucken wir uns mal ganz kurz das Wheel of Life an. Was ist das Wheel of Life wirklich? Es ist eine Art Messtool. Es ist wie eine Waage für die verschiedenen Lebensbereiche, wo du emotional stehst, damit du siehst, wo du was machen kannst. Genau wie eine Waage zeigt es dir, wo du gerade stehst. Eine Waage kann nichts an deinem Gewicht ändern. Eine Waage zeigt über das Gewicht an. Das heißt, wenn du einen Fortschritt machst, kannst du sehen, hast du abgenommen, hast du zugenommen. Und so ähnlich funktioniert das Wheel of Life auch. Gucken wir uns das genau mal an. Also, wir haben hier einen Kreis mit verschiedenen Partitionen und eine Skala von 1 bis 10. Und wir haben den Bereich Beruf und Karriere, Finanzen, Spaß, Freizeit, Gesundheit, Fitness, Romantik, Liebe, Familie, Freunde und soziales Leben, Helfen, persönliche Umgebung, Lernen und Wachsen und Spiritualität. Das repräsentiert alle Lebensbereiche eines Menschen. Und du kannst dir jetzt das angucken und sagen, okay, wo stehst du emotional in jedem einzelnen dieser Bereiche? Und das kann keiner für dich tun. Das kannst nur du selbst. Und deswegen ist es so wichtig, weil sehr viele Leute basieren ihren Erfolg oder Misserfolg auf die Standards anderer Menschen. Wenn andere Menschen das als gut ansehen, dann bin ich erfolgreich oder nicht erfolgreich. Aber es kommt darauf an, was dich glücklich macht, wo du gerade emotional stehst. Nehmen wir den Bereich Beruf und Karriere. Wie fühlst du dich in deinem Beruf, in deiner Karriere? Für andere Leute kann es sein, dass du erfolgreich gerade bist. Du hast einen bestimmten Job, du hast studiert und arbeitest jetzt da, du verdienst vielleicht gut, aber du bist unglücklich und dir macht es keinen Spaß und du würdest viel lieber etwas anderes machen. Für andere Leute stehst du ganz weit oben, denn sie vergleichen sich mit ihrem eigenen Standard, aber für dich nicht. Das heißt, du kannst sagen, ich bin in Beruf und Karriere unten. Und du kannst sagen, ich fühle mich im Moment überhaupt nicht zufrieden in diesem Lebensbereich. Und dann füllen wir das mal ganz kurz in Rot aus, okay? Bereich Beruf und Karriere. Finanzen kannst du sagen, genau das Gleiche. Wo stehst du finanziell? Es kann sein, dass du gerade nicht so viel verdienst finanziell, aber für deinen Standard ist es mehr als genug und du sagst, du bist erfolgreich, du bist zufrieden damit. Andere Leute können vielleicht sagen, hey, du bist total unerfolgreich finanziell, aber für dich klappt es. Und das ist das Wichtigste. Wie fühlst du dich in diesem Lebensbereich, wo du jetzt gerade stehst, verglichen mit da, wo du sein willst? Das ist das Einzige, was zählt bei dem Wheel of Life. Und dann kannst du sagen, okay, du füllst es aus. Machen wir das mal so, ich mache das meistens so, dass wenn ein Bereich sehr weit oben ist, mache ich ihn grün. Wenn ein Bereich sehr weit unten ist, mache ich ihn rot. Und ansonsten halte ich es gelb. Okay? Das heißt, ich fülle mal ganz kurz dieses Wheel aus und dann zeige ich dir, wie du das Wheel auswerten kannst. So, gucken wir uns jetzt mal dieses Wheel of Life an. Es ist ein sehr ausgewogenes Wheel of Life. Aber das Wichtigste ist, man guckt sich die roten Bereiche an und man pickt sich 3 rote Bereiche aus. Das bedeutet, man sagt jetzt nicht, ja, ich möchte in jedem einzelnen Bereich besser werden. Das ist der Fehler, den viele Leute machen am Silvester, dass sie sagen so, ich möchte aufhören zu rauchen, anfangen mit dem Training, ich will einen neuen Job, eine neue Stadt ziehen, ich möchte eine Beziehung jetzt endlich haben, ich will, keine Ahnung was noch, Spanisch lernen. Ja, die möchten sich so viele Sachen gleichzeitig verändern und am Ende des Tages verändern sie gar nichts, denn sie können das nicht sustain über einen längeren Zeitraum und dann crashen sie. Es ist sehr wichtig, dass wir spezifisch werden, dass wir sagen, wir gucken uns das an, was gerade in unserem Leben nicht funktioniert. Manchmal, und das kann auch wirklich ein Gefühl sein, dass du das Gefühl hast, ich habe eigentlich einen guten Job, ich bin in einer Beziehung, ich bin glücklich, ich habe Kinder, meine Kinder geht's gut, meine Familie geht's gut, ich bin gesund, aber irgendwie fühle ich mich nicht, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Gefühl, so, ich fühle mich nicht gut. Ja, und dass man wirklich sagen kann, ich gucke mir dieses Wheel of Life an, denn es lügt nicht. Du guckst dir jeden einzelnen Bereich an, denn oft ist es wieder so ein allgemeines Gefühl. Hier gehen wir rein in jeden einzelnen Bereich und sagst, okay, was sind die Bereiche, die jetzt schlecht laufen? Spaß, Freizeit, habe ich lange nicht gehabt. Gesundheit und Fitness, ich habe mich nicht wirklich um meinen Körper gekümmert. Freunde, soziales Leben, helfen, zurückgeben. Ich habe vielleicht so viel auf mein eigenes Business geachtet, meine eigenen Probleme zu lösen und so weiter, dass ich nicht daran gedacht habe, anderen Menschen zu helfen, vielleicht was zurückzugeben, gesellschaftlich. Das ist etwas, was unsere Seele auch beeinflussen kann. So, dass man sich sagt, okay, und das ist jetzt wirklich ein Beispiel, dass ich jetzt reingehe und sage, ich picke mir 3 Bereiche. Diese 3 Bereiche sind jetzt zum Beispiel Spaß, Freizeit, Gesundheit, Fitness, Freunde, soziales Leben. Oder sagen wir mal helfen. Okay? Sagen wir mal helfen, Gesundheit und Fitness, Spaß und Freizeit. Und hier zum Beispiel kann man schon sehen, man kann bestimmte Sachen kombinieren. Du kannst Spaß, Freizeit mit Gesundheit und Fitness und Freunde und soziales Leben
kombinieren. Das heißt, dass du dann sagst, okay, was wirst du jetzt tun? Denn jetzt, das ist wie gesagt eine Waage. Wir sind drauf, wir wissen das Gewicht, wir haben es gemessen. Und was ist der nächste Step? Der nächste Step ist, du schreibst dir eine Sache auf, in jedem einzelnen dieser Bereiche, wo du etwas verändern willst, was du heute tun kannst, was du diese Woche tun kannst und was du diesen Monat tun wirst. Ja, das heißt, du nimmst dir etwas vor, was Kleines, was du heute machen kannst. Denn es ist wichtig, dass wir Momentum gehen. Dass wir nicht sagen so, ja, okay, klar, ich muss da was machen. Nein, was machst du? Gesundheit und Fitness. Was ist eine Sache, die du heute machen kannst? Du meldest dich heute an ein Fitnessstudio. Du downloadest dir heute ein Programm. Du holst dir heute einen Coach, machst einen Termin für diese Woche. Du fragst einer deiner Freunde, der richtig fit ist, ey, wann gehen wir zusammen trainieren? Egal was es ist, du musst heute eine Handlung vollziehen. Und dann diese Woche hast du eine Deadline. Was ist diese Woche dein Ziel? Ich bin 3-mal ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe alles, was in meinem Kühlschrank war, rausgeworfen, habe neu eingekauft. Das kannst du sogar heute machen. Das ist eine Sache, die du heute machen kannst. Heute starte. Starte heute. Und eine Sache, die du diesen Monat machst. Diesen Monat habe ich 10-mal das und das und das und das absolviert. Und hast eine Deadline für diesen Monat, eine für diese Woche und eine für heute. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in Handlung kommen in diesen Lebensbereich. Genau das Gleiche kannst du sagen für helfen. Es ist oft so eine Sache, dass wir nicht darüber nachdenken. Wir haben keinen Plan gemacht. Es ist vage, ja, ich muss gucken, ich werde, nein. Wenn du keine Deadline machst, dann passiert das nicht. Du sagst, okay, was gibt es eine Hilfsorganisation? Gibt es vielleicht einen Freund von mir, den ich unterstützen kann? Gibt es irgendetwas, was ich tun kann? Wenn ich es nicht weiß, ich gehe jetzt zum Beispiel und recherchiere, was kann ich heute rausfinden? Dann mache ich einen Termin für diese Woche und diesen Monat und ich kann in diesem Lebensbereich, in jedem Lebensbereich, emotional von einer 2 auf eine 8 oder 9 oder sogar 10 kommen, innerhalb von 1 oder 2 Wochen. Und das Wichtigste ist, dass wir dann Routinen kreieren, dass wir wirklich sagen, okay, wie ist es dazu gekommen, dass in diesem Lebensbereich es so weit unten war? Weil ich mich nicht darum gekümmert habe, weil es bestimmte Sachen gab, die ich vernachlässigt habe. Und deswegen versuche ich jetzt Routinen einzubauen, dass dieser Lebensbereich weiter oben ist, nach meinem Standard, wieder mal nach meinem Standard. Und genau das Gleiche kann es sein in Beruf und Karriere. Wenn du sagst, da bin ich sehr weit unten, was kann ich tun heute? Mit wem kann ich reden? Was ist ein Kontakt? Was ist eine Kommunikation, die ich heute vollziehen kann? Was kann ich recherchieren heute? Dass ich sage, eine halbe Stunde, 1 Stunde werde ich recherchieren. Es gab diese eine Sache, die ich schon immer starten wollte. Ich habe mit irgendjemandem schon über dieses eine Projekt geredet. Ich werde ein Meeting vereinbaren diese Woche. Ich muss diesen Monat 3 Meetings haben mit einer Firma, wenn ich nicht zufrieden bin, da in meinem Job, wo ich gerade bin. Finanziell, was ist das Problem? Vielleicht gibt es Sachen, die ich ignoriert habe für sehr lange Zeit. Was kann ich tun? Ich kann ein Meeting machen mit einem Profi, der mir hilft, aus meinen Schulden rauszukommen. Es gibt so viele Sachen, die du tun kannst. Das Wichtigste ist aber, dass wir erstmal identifizieren, welche sind die Bereiche, auf die wir uns jetzt fokussieren. Denn du kannst nie alles gleichzeitig machen. Und das ist oft das Problem, dass viele Leute wollen ihr Leben flippen. Von 0 auf 100, von heute auf morgen. Das geht nicht. Und dann sind so viele Sachen, ach komm, und dann gehe ich einfach weiter in meiner Routine des Tages. Es ist wichtig, dass du sagst, was sind die 3 Sachen? Nicht mehr als 3. Pick dir nicht mehr als 3 Bereiche raus. Und wenn du ein paar Sachen gemacht hast, du machst dein Wheel of Life nochmal in einer Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 4 Wochen. Du kannst es jede Woche machen oder alle 2 Wochen. Das ist ein guter Rhythmus. Und du guckst, wo du emotional stehst. Und dann siehst du, okay, was kann ich anpassen, was kann ich verbessern, was habe ich getan, was habe ich nicht getan. Und dann bist du im Fortschritt. Das heißt, dieses Wheel of Life alleine hilft dir nicht, etwas zu verändern. Es hilft dir aber zu identifizieren, was du tun kannst, genau wie deine Waage. Denn du kannst eine Diät machen, trainieren, wenn du keine Waage hast, weißt du nicht, ob du abnimmst oder nicht. Außer du guckst in den Spiegel. Aber das ist ungefähr wie ein Spiegel für deine Lebensbereiche. Das ist der Spiegel, das ist das Maßband, das ist die Waage. Also, kannst du jetzt dein Wheel of Life ausdrucken. Du kannst es für dich ausfüllen. Es gibt auch bestimmte Bereiche, wo du einen Fortschritt machen kannst und dann trotzdem es runtergeht. Warum? Weil dein Standard sich erhöht. Weil du sagst, okay, weißt du was, ich hatte Schulden, jetzt bin ich in den Bereich Finanzen nach oben gekommen. Das heißt, mein Standard ist jetzt, sagen wir, auf eine 8, aber jetzt bin ich 6 Monate lang auf diesem selben Level und jetzt will ich mehr. Ich will mehr verdienen. Ich habe neue Herausforderungen für mich selbst. Und dann rutscht dieser Bereich wieder runter und du arbeitest mehr. Das ist gar kein Problem. Das wird niemals komplett ausgefüllt sein und wir sagen, okay, wir machen nichts mehr. Das wird immer weitergehen, solange wir leben, solange wir Ziele haben, solange wir wachsen, solange wir nach vorne gehen, solange wir unseren Standard erhöhen. Und es ist gut so. Wir gucken uns das an, das kann uns motivieren, weil wir jetzt genau wissen, in welchen Bereichen wir reingehen. Also, was kannst du heute tun, um in diesem Bereich nach vorne zu kommen? Was kannst du diese Woche machen und was kannst du diesen Monat machen? Und schreib dir das auf. Und häng dir das auf an deine Wand und schreib dir deine To-Dos direkt daneben. Eine Sache heute, eine Sache diese Woche, eine Sache diesen Monat. Und mach es nicht perfekt.
Mach es nicht perfekt. Schreib dir auf, was könntest du tun? Wenn du anfängst zu recherchieren, kann es sein, dass du viel bessere Tools, viel bessere Ideen, viel bessere Handlungen rausfindest. Aber schreib erstmal das auf, was du glaubst, was helfen könnte. Und dann fängst du an. Mach es einfach und mach es einfach.